eine Quick and Dirty Roomtour durch den langen Radstand von Good Life Vans. Kein 25-Minuten-Video, sondern auf die Schnelle die entscheidenden Unterschiede zum kurzen Radstand. Einmal haben wir hier die Farbe Espresso, das heißt, hier haben wir die Berglerche als Holzapplikation, wir haben den trüffelbraunen Korpus und die kaschmirgraue Oberfläche von der Sitzbank, von dem Tisch und von dem Seitenkasten. Und hier seht ihr gleich relativ spektakulär zwei Sonderoptionen. Das eine ist die gebürstete Kupferrückwand und oben seht ihr schon die große LED-Leuchte sowie am Nachtkastal die Schwanenhals-LED-Leuchte. Der komplette Küchenblock mit dem Bett, mit dem Tischsystem ist absolut baugleich zum kurzen Radstand. Und ich habe jetzt mal hier hinten dran Platz genommen, damit ihr auch gleich nochmal schön die Vorzüge seht. Wir haben hier das wirklich große Waschbecken, wir haben hier unseren Herd, sowohl für Indoor-Cooking als auch Outdoor-Cooking. Und wir haben, ihr seht es, wenn man hier kocht, eine große Ablagefläche und den Tisch, der die hintere Sitzgruppe mit dem Beifahrersitz verbindet. Auch das ist im Prinzip das gleiche wie beim kurzen Radstand. Und jetzt schauen wir uns mal ganz spezifisch die Unterschiede an. Der größte Unterschied zum kurzen Radstand ist der wesentlich größere Nachtkasten. Der ist also im Prinzip etwas mehr wie doppelt so breit wie beim kurzen Radstand. Wir haben den hier in der Version halbe Höhe, damit man hinten auch noch dieses Schiebefenster öffnen kann. Optional bekommt man diesen Kasten auch bündig mit dem Bettsystem, so dass man dann wirklich einen großen Kleiderschrank hat. Wir haben hier hinten ein kleines Loch verbaut. Durch dieses Loch könnt ihr eure Handykabel durchstecken, denn wir haben hier im Innenraum unser Stromsystem. Das heißt, wir haben hier zwei USB-Steckplätze mit USB-C-Anschluss und normalem USB, also insgesamt 4 Steckplätze. Und wir haben hier unseren Sicherungskasten. Wir haben auf der anderen Seite auch wieder Regalplatz mit einer Lochreihe, sodass dieser Einlegeboden von euch frei positioniert werden kann. Die Sitzbank ist im Prinzip identisch mit dem kurzen Radstand und ich habe hier im Moment mal keinen Sitzpolster drauf getan, denn genau dieser mittlere Block, der ist zusätzlich im langen Radstand verbaut. Wir haben hier einfach mehr Stauraum. Das ist ein ganz normales Element, was ihr rein und raus tun könnt und lässt sich über eine Tür öffnen. Ihr seht, wir haben hier gerade gegrillt. Da ist also Platz für einen Sack Kohle und für in dem Fall Grillanzünder. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was mit dieser Lampe nachts passiert, und weil es so schnell und einfach geht, zeige ich euch auch, wie im langen Radstand das Bett gemacht wird, nämlich genau wie im kurzen. Man zieht hier, der Küchenblock fährt rüber, das Bett kommt runter und die komplette Leseleuchte hat hier, die komplette LED-Lampe hat hier genug Abstand und sorgt nachts für eine wunderbare indirekte Beleuchtung. Ihr klappt die Betterweiterung aus, klappt die Matratze um. Hier seht ihr nochmal die Nachtleseleuchte und jetzt bitte ich die Isabel mal, dass sie vielleicht ums Auto herumkommt. Ja, ich habe jetzt mal die Leseleuchte gleich umfunktioniert zur Fotolampe. Diese Aluminiumschiene hier hält die Matratze im senkrechten Zustand zurück und man bewegt hier diesen Hebel. Hier haben wir die Riegel, die wir übrigens noch mal ein ganzes Stück massiver jetzt ausführen. Wir haben hier den seitlichen Stauraum für die komplette Bettwäsche und können dann dementsprechend hier die Gurte lösen, die Matratze rüberrutschen und haben hier unser bequemes 2 Meter auf 1,60 Meter Bett. Gute Nacht. Jetzt kommen wir vielleicht zum größten Unterschied zum kurzen Radstand. Ihr seht, das Bett ist gemacht, 2 Meter auf 1,60 Meter. Und wir haben jetzt hier jede Menge Platz. Klar, der Beifahrersitz ist gedreht, wie beim kurzen Radstand auch. Aber man kann halt hier sich deutlich besser bewegen. Wir haben ja hier unten unsere Toilette drin, die ihr auch schon kennt vom kurzen Radstand. Wir haben hier den Kühlschrank, wir haben hier unseren Stauraum für euer Gepäck. Und
Es ist alles frei zugänglich und man muss sagen, dieses ganze Konzept funktioniert auch, wenn der Beifahrersitz gar nicht gedreht ist. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, das ist der Beifahrersitz in der normalen Position und dann seht ihr eigentlich ganz gut, auch wenn ich nachts auf die Toilette gehen möchte oder wenn ich mich hier umziehen möchte. Ich habe eigentlich im langen Radstand sehr viel mehr Bewegungsfreiheit. Also diese 40 cm Unterschied, schaut euch das an, das hier ist genau der Unterschied. Und ja, da müsst ihr euch überlegen, was für euch mehr Sinn macht. Also ich habe einfach eine ganz einfache Faustformel. Wenn ihr in einer Großstadt wohnt oder wenn ihr viel in Städten unterwegs seid, dann empfehle ich euch ganz klar den kurzen Radstand. Wenn ihr auf dem Land wohnt und auch eher in ländlichen Regionen Urlaub machen wollt, dann spricht überhaupt nichts gegen den langen Radstand, denn der bringt im Innenraum diesen kleinen, aber entscheidenden Komfortvorteil.